Wir sind Jessie und Roberto und auf unseren Reisen im Van legen wir stets besonders Wert darauf, auch die verschiedenen Seiten eines Landes kennenzulernen. Während wir letzte Woche die türkische Küche genossen, besuchen wir diesmal Orte, die bereits seit Tausenden von Jahren bestehen, genießen den Frieden an einem traumhaften Steinstrand und tauchen ein in eine Geisterstadt mit einer düsteren Geschichte. Ist schon eindrücklich hier durch die Gassen zu laufen, ja, wo irgendwann mal 20.000 Leute gelebt haben. Willkommen zu diesem neuen Vlog. Wir befinden uns in Ephesus. Das war in der Antike das bedeutendste Handelszentrum am Mittelmeer und deswegen müssen wir uns das ansehen und nehmen euch mit. Ganz lustig, hier war früher der Hafen und jetzt sind wir aber einige Kilometer landeinwärts. Man sieht also, ja, wie sich die Sedimentbewegung und auch die Erdbeben, die es hier gab, darauf ausgewirkt haben. Ja, ob wir jetzt eben am Meer sind oder nicht. Also es sind einige Kilometer mittlerweile dazwischen. Ganz schräg. In war, there's never an option to run. Wenn wir nicht ganz nach oben gehen können, ist es schon von hier aus gewaltig, wie groß das hier ist. Wir haben schon ein paar Theater gesehen, aber das ist, wow, nochmals eine andere Stufe. Eindrücklich. Kann es sein, dass du auch ein bisschen außer Atem bist? Ja. Traveling from the deep forest into the sun. Die Celsus-Bibliothek hier hinter mir wurde zum einen als Bibliothek errichtet, aber auch als Ehrengrab. Und was uns hier vor allem daran erstaunt, ist, dass man da einfach durchgehen kann. Also man kann sich da frei bewegen. Wir kennen es halt eher so, dass es immer abgesperrt ist, aber so erlebt man das Ganze irgendwie nochmal näher. Also wir finden es ganz toll. Wir hoffen halt, dass es so auch nicht zerstört wird oder beschädigt, aber ja, ist auch eine Erfahrung. From the deep forest into the sun. In war, there's never an option to run. Oh, oh, Geronimo, tears keep on falling, the nighttime is ours. Oh, oh, Geronimo. Übrigens wurden die meisten dieser Bauten im antiken Griechenland noch gebaut, wurden aber natürlich danach auch im Römischen Reich genutzt und zum Teil auch erweitert.
Und das war ja auch die Zeit, in der diese Stadt hier als Handelszentrum genutzt wurde. In war, there's never an option to run. Oh, oh, Geronimo, tears keep on falling, the nighttime is ours. Oh, oh, Geronimo. Man sieht es vielleicht, es wird langsam dunkel, die Sonne ist schon untergegangen und ich glaube, sie werfen uns auch bald wieder raus. Drum gehen wir langsam zurück Richtung Van. Wir schauen noch kurz, ob wir vielleicht was vergessen haben, was verpasst haben, aber wir sehen uns wieder am Schlafplatz. Gestern Abend haben wir spontan sogar noch einen Filmabend eingelegt. Wir haben hier einige nette Nachbarn kennengelernt und ja, die einen hatten einen Beamer und da haben wir draußen einen Film geschaut, war richtig gemütlich. Ja, und jetzt wollten wir eigentlich schon wieder unterwegs sein, aber wir bleiben hier irgendwie hängen. Wir sind seit 2 Nächten auf diesem Campingplatz und da hat natürlich einige Annehmlichkeiten, wie zum Beispiel eine Waschmaschine. Und jetzt haben wir ja gerade noch beschlossen, dass wir noch eine Maschine reintun. Und ja, in der Zwischenzeit frühstücken wir gemütlich und dann fahren wir hoffentlich mal los. Aber jetzt erstmal die Wäsche waschen. Was it all just a dream, just all in my head? Was für eine Sache mit dem Wind hier. Mittlerweile haben wir aus Verzweiflung da die Campingbesitzer gefragt, ob sie irgendwelche Klammern haben, denn wir haben natürlich keine dabei. Ja, und jetzt hält das ganze Zeugs. Also der Wind macht uns heute ziemlich zu schaffen. Aber wenigstens kann ich endlich frühstücken. So painfully quiet. Einen Vorteil hat dieser Wind wenigstens. Die Sachen trocknen erstaunlich schnell. Wir haben jetzt auch schon einen ersten Teil der Bettwäsche reinholen können. Und ja, jetzt trocknet die zweite Ladung, denn da hatten wir schon eine zweite Maschine eingeschaltet, bevor wir realisiert haben, wie stark es windet. Aber ja, immerhin geht's recht schnell. Roberto ist gerade duschen und ja, ich habe hier einfach im Van so ein bisschen rumgehangen und auf einmal kommt eine von den Betreibern des Campingplatzes und bringt mir einfach diese Suppe. Unglaublich, es ist wieder mal diese Gastfreundschaft der Türken, das ist, ja, ich bin gleich verlegen, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, ich habe ganz vergessen, wie man auf Türkisch Danke sagt. Und ich habe kurz probiert, die ist richtig lecker. Ich glaube, da ist Knoblauch drin und ein Gemüse. Ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz identifizieren, aber es schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Know that you believe in me. So painfully quiet. Ist wirklich richtig lecker. Das nenne ich authentisch türkische Küche. Letting go. Wir haben es doch noch geschafft. Wir fahren jetzt vom Campingplatz weg. Und ja, also wir waren ja noch nicht oft auf dem Campingplatz, aber von dem hier sind wir wirklich begeistert. Wir setzen euch auch den Link unten in die Videobeschreibung. Es ist 15, 20 Minuten von Ephesus entfernt, also eigentlich sehr gut gelegen, um auch Ephesus dann anzusehen. Und die Leute sind so herzlich. Eben am Schluss haben sie uns die Suppe gebracht. Wir haben jetzt auch noch, glaube ich, eine Dreiviertelstunde mit denen gequatscht. Und sie haben uns so viele Empfehlungen auch gegeben. Wir haben auch Nummern ausgetauscht. Und also wir sind ja wieder mal hell begeistert. Ja, habe ich was vergessen? Nö, wir fahren jetzt mal. Wir fahren jetzt Richtung Bodrum. Mal sehen, wie weit wir kommen, denn wir fahren natürlich viel später los als geplant. Und ja, ich glaube, wir sehen uns dann da. Die letzten Tage war es ja ziemlich windig und stürmisch und ja, weshalb wir uns im Van verkrochen haben. Heute scheint die Sonne, es ist zwar ziemlich frisch,
Aber ja, wir sind hier in Bodrum und wir möchten uns das kleine Städtchen mal anschauen. Und deshalb gehen wir jetzt mal los. Es wird langsam ganz schön warm. Wir haben uns ganz warm eingepackt, weil das Thermometer so wenig angezeigt hat. Aber die Sonne, die wärmt schon ganz schön. Aber ist ja umso besser, so nach den stürmischen Tagen. Und an der Promenade ist es damit auch umso schöner. I'm laying it on the table, no label. I got this right. I'm alive, walking on water. I'm crossing over in the night, walking on water. I'm born a soldier, maybe finally I'm over you. I want it out, I want it all behind me. You're all about the things I never did, and I know we gave it a try, gave it a go, gave it a reason. Wir werden immer wieder darauf hingewiesen, dass wir türkischen Kaffee trinken müssen. Bisher hatten wir zu große Angst, dass er zu stark ist, aber ja, jetzt habe ich einen bestellt und ich probiere mal. Giving it, oh, I'm alive, walking on water. I'm crossing over in the night, walking on water. I'm born a soldier, baby. Finally, I'm over you. Also man muss definitiv keine Angst vor türkischem Kaffee haben. Er war richtig lecker, so ein bisschen fruchtiger, als ich es kenne. Und ich dachte, er wäre so stark wie Espresso, aber das ist er nicht. Vermutlich bin ich trotzdem bis morgen wach, aber das ist okay. Und wir gehen jetzt zurück zum Van und ja, dann geht's weiter. Vor ein paar Stunden, als wir hier vorbeigelaufen sind, stand das Boot noch ein bisschen anders. Mittlerweile steht es ziemlich schief, es sind viel mehr Männer und ich glaube, die Ratlosigkeit ist viel größer als vorhin. Ich frage mich schon, was die da machen wollen. Ich glaube, die wissen selbst nicht. Without my love for the ocean, I would be long gone by now. It's some kind of devotion brings me down. That without my love for the ocean. Da war ja nochmal unerwartet viel Action. Aber sie haben es geschafft und ich glaube, die sind richtig happy drüber. Er hat jetzt das Boot noch irgendwo hinweggeschleppt, wahrscheinlich irgendwie zum Hafen, wo sie es dann reparieren können oder ja, ich weiß auch nicht, weil da ist ja noch Wasser drin. Es war auch recht tief und ja. Ich nehme an, dass es sich bei dem Sturm gelöst hat und deswegen hier gestrandet ist, aber ja, Hauptsache sie haben es rausgekriegt. Wir hatten es ja ein bisschen erwartet und es hat sich auch bestätigt. Bodrum ist doch ein bisschen touristischer. Und man merkt auch so, um das Städtchen herum gibt es ganz viele richtig große Hotelanlagen. Aber es ist auch verständlich, die Küste ist hier wunderschön und ja, jetzt wo das Wetter auch schöner ist, hat das Meer auch so ein richtig schönes Blau. Also es ist sehr gut verständlich, aber ja, man merkt es auch in der Stadt, da sind halt mehr Souvenirläden und so, aber ja, trotzdem
recht hübsch für einen Spaziergang. Und wir fahren jetzt weiter der Küste entlang großteils. Und ja, wo genau wir landen, wissen wir noch nicht, aber wir finden es dann zusammen raus. Wait a minute, I just wanna get to you. I've been trying for some time. 'Cause I've been waiting here for someone like you. We go together like misery likes company, but we'll be getting there somehow. Nothing else matters, it all comes down to me and you. Wir sind, glaube ich, angekommen, was unser Platz für die Nacht sein wird. Jetzt müssen wir nur noch sehen, hier ist nämlich ein Kiesstrand und ja, wir würden ja ungern stecken bleiben. Roberto schaut jetzt noch mal kurz, ja, ob wir da drauf fahren können oder ja, wie hoch das Risiko ist. Aber es sieht so schön aus, die Sonne geht gerade hier hinten unter und ja, wir zeigen euch gleich ein paar Bilder. Was sagst du? Wir könnten es probieren, aber ich weiß nicht, ob wir stecken bleiben werden. Schon ziemlich locker, das Gestein. Ich fahre mal. Das wird leider nichts da. Aber wir schauen jetzt mal ein bisschen weiter vorne. Ja, der Platz ist aber richtig cool hier. So, wir haben unseren Platz für die Nacht gefunden. Hier ist so ein Kiesstrand. Ich hoffe, wir bleiben hier nicht stecken, aber es sieht hoffentlich gut aus. Da hinten geht die Sonne unter. Es ist traumhaft. Wir werden heute mit dem Rauschen der Wellen einschlafen. Wir freuen uns richtig. 'Cause this is our time, this is our life. Sometimes all you need is a smile to get by. I look into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But I remember days I wonder we were always gonna last. Yeah, I do remember. Was für ein schöner Start in den Tag. Einen wunderschönen Sonnenaufgang und ja, hier das Meer. Ja, das hatten wir lange nicht mehr. Wir sind wirklich, glaube ich, eine halbe Stunde einfach da gesessen und haben den Wellen gelauscht und einfach nichts getan. Das tut so gut. Ja, Das einfach hatten mal wir runterzukommen. Ja. Jo. Jetzt geht's aber langsam zurück zum Van. Wir wollten eigentlich heute noch was sehen, denn das Wetter soll nachher schlecht werden. Die nächsten paar Tage soll es wirklich regnen und windig sein und ja. Drum machen wir mal den Van fertig und fahren dann los. Und da sind wir. Für heute wollen wir Kaya-Köy besuchen. Das ist eine Geisterstadt und man sieht hier schon ganz viele Ruinen. Viel mehr als ich erwartet hatte. Also es sieht schon richtig eindrücklich aus. Also gehen wir mal ein bisschen rumschauen.
Wir laufen jetzt gerade einen Hang hoch, denn ja, die Stadt liegt an einem Hang, aber vor allem ganz oben ist eine Kirche, die wir uns ansehen möchten. Und ja, da erzählen wir euch ein bisschen mehr über die Geschichte dieser Stadt. Hier oben sieht man noch mal besser das Ausmaß dieser Stadt. Die ist ja einfach riesig und es wirkt noch viel mehr, wenn man da durchgeht. Es sollen 3.000 bis 3.500 Häuser sein und zu Blütezeiten lebten hier 20.000 Menschen. Ursprünglich waren die ersten Besiedlungen hier schon tausende Jahre vor Christus. Doch die jüngere Geschichte kommt aus dem 18. Jahrhundert, als Häuser auf die damaligen Ruinen draufgebaut wurden. Und da besiedelten diese Region vor allem griechisch-orthodoxe Griechen. Die wurden dann während des Balkankriegs und Ersten Weltkriegs vertrieben. Die meisten gingen nach Kreta und daraufhin folgten Versuche, türkische Bevölkerung hier anzusiedeln. Das waren aber vor allem Bauern und die wollten lieber im Tal, wo es flacher ist, leben, denn da konnten sie auch ihre Landwirtschaft betreiben. Und deswegen blieben halt diese Häuser wieder leer und das sind sie bis heute. Und ja, damit ist es eine Geisterstadt und Zeitzeuge der Geschichte. Ist schon eindrücklich hier durch die Gassen zu laufen, ja, wo irgendwann mal 20.000 Leute gelebt haben. Eine ziemlich große Kleinstadt und wir können uns hier frei bewegen, laufen, wo wir wollen und ja, schon ziemlich eindrücklich. Ja, das war ja mal richtig eindrücklich. Also diese Woche hatten wir ein bisschen Geschichte, aber diese Geschichte ist nochmal ganz anders, das so zu erleben. Also Ja, vor allem in diesem Ausmaß, also es ist ja gigantisch hier. Wir hatten also noch nie so eine Geisterstadt erlebt. Nein. Nicht in diesem Ausmaß. ja. Das ist schon Das- eindrücklich, ja. Ja. Und ja, damit war halt diese Woche ziemlich geschichtslastig. Aber gehört für uns auch dazu, wenn man reist, dass man halt auch ein bisschen die Geschichte kennenlernt von dem Ort oder von der Region, wo man sich befindet. Aber ich glaube, für diese Woche war es das. Wir beenden hiermit den Vlog. Ihr wisst, was zu tun ist, wenn es euch gefallen hat. Und wir hoffen natürlich, dass ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss!